Nach 3000 Motorüberholungen in den letzten 10 Jahren decken wir heute die Top-Motorkiller der Automobilhersteller in Deutschland auf, die frei nach dem Motto leben, am Computer entwickelt, am Kunden getestet. Da jeder Hersteller seine eigenen Schwachstellen hat bzw. einbaut, beginnen wir hier mit dem klassischen Beispiel des VAG-Konzerns, den 2 Liter TFSI-Motor. Euch ist allen bekannt, dass die Steuerketten dieser Motoren nicht gerade dafür ausgelegt sind, lange Laufleistungen zu überstehen. Das sieht man daran, dass die Kette sehr zierlich konstruiert ist. Wir haben hier 2 Nockenwellenversteller und dieser Motor leistet serienmäßig schon über 300 PS. Das kann nicht lange gut gehen. Aber ich kann euch sagen, macht euch keine Sorge um die Kette. Vorher geht was anderes kaputt. Bei diesen Modellen haben wir schon seit Generationen das Problem, dass die Kolben entweder Ölverbrauch verursachen oder wie bei dem ganz neuen Gen 3 Motor einfach durchbrennen und ihr keine Kompression mehr auf dem Zylinder habt. Seit mehreren Generationen hat dieser Motor bereits mit Kolbenproblematiken zu kämpfen. Beim Vorgänger war es der Ölverbrauch. Bei dem aktuellen Modell haben wir Ringstickbrüche, die uns den Motor zerstören. Und ja, früher hat man die Kolben einfach ausgetauscht. Da war das Ölverbrauchsthema erledigt. Hier müssen wir die Kolben beschichten. Wir haben hier eine Lösung gefunden, den originalen Kolben des 2 Liter TFSI Motors mit einer Keramikbeschichtung zu versehen. Diese Keramikbeschichtung reflektiert die Verbrennungshitze zurück in den Brennraum und schützt den Kolben damit vor zu hohem Wärmeeintrag und dem Durchbrennen. Man könnte theoretisch eine Tafel Schokolade mit dieser Keramikbeschichtung beschichten und in den Backofen legen und sie würde eine gewisse Zeit lang nicht schmilzen. Und diese Prinzipien übertragen wir ganz einfach auf die neue Generation der TFSI-Motoren. Eine weitere Schwachstelle dieses Motors und auch aller anderen Motoren der deutschen Hersteller ist das Thema Ölpumpe. Der Öldruck und auch die Ölpumpe sind am Computer entwickelt und für ausreichend für das System Motor befunden worden. Meistens ist das nach längerer Laufleistung nicht mehr der Fall, sodass durch diesen fehlenden Öldruck gewisse Bauteile im Bereich der Lagerung oder auch im Steuerkettentrieb beginnen sehr massiv zu verschleißen. Deshalb ist eine überarbeitete Ölpumpe Bestandteil jeder MiK-Motorüberholung. Und übrigens, diese Ölpumpe gibt es auch einzeln zu kaufen, damit ihr selbst einem Motorschaden vorbeugen könnt. Vom 2 Liter TFSI-Motor kommen wir jetzt zu einem weiteren VW-Motor, dem Polo 3-Zylinder. Nein, Spaß. Das ist ein Porsche-Motor aus dem Porsche 996, der erste wassergekühlte. Diese Motoren haben Probleme mit der Zylinderbeschichtung bzw. der Endschichtung. Bekanntlicherweise sind die Zylinder dieses Aluminiumblocks einfach nur entschichtet. Das heißt, das Aluminium wird rausgeätzt und das Silizium bleibt hier stehen. Diese Beschichtung nennt man Alusil und es führt dazu, dass sobald eine kleine Beschädigung in der Zylinderoberfläche entsteht, hat man eine Kettenreaktion und der komplette Zylinder zerlegt sich. Und damit entsteht das bekannte Problem Motorkiller, Kolbenkipper. Bei diesem Exemplar sieht man wunderbar, wie die Oberfläche des Zylinders sich zersetzt hat. Wir beheben diesen Schaden, indem wir eine LFC-Plus-Beschichtung auftragen. Das heißt, der Zylinder wird aufbeschichtet und danach gehohnt. Wir haben danach einen richtigen Kreuzschliff in dem Zylinder. Die Kolbenringe werden Titannitrit beschichtet und damit haben wir eine perfekt funktionierende, standfeste Oberfläche, die auch die nächsten Jahrzehnte überlebt. Von dem einen Aluminiumblock zum nächsten. Auch Mercedes baut ihre V6-Modelle auf Basis eines Aluminiumblocks. Auch hier haben wir in der Benzinreihe oft eine Alusilbeschichtung, die natürlich Schaden nimmt. Aber die Mercedes-Modelle haben viel gravierendere Probleme. Und zwar ist das die Hauptlagergasse. Wenn wir uns hier die Kurbelwelle anschauen, haben wir einen wirklich massiven Hauptlagerschaden, verursacht durch Mangelschmierung oder durch Dreckeintrag. Dieser Schaden zerstört nicht nur die Kurbelwelle, sondern auch den ganzen Motorblock. Hier ist eine wirklich umfangreiche Reparatur notwendig. Warum ist dieser Schaden überhaupt so gravierend? Hat der Fahrzeughalter hier einfach nicht reagiert oder ist es einfach nicht gemerkt? Ich meine, so ein Schaden, das muss man ja eigentlich feststellen. Bei einem Hauptlagerschaden ist es so, dass der Motor keine unüblichen Geräusche macht. Zudem ist das hier zum Beispiel ein Dieselmotor, der ist sowieso etwas rauer im Motorlauf und diese Mangelschmierung, die hier erfolgt ist, wurde dem Kunden überhaupt nicht angezeigt, da die Mercedes-Modelle, die neuen, überhaupt keinen Öldruckabfrage und keine Öldruckkontrollleuchte mehr im Cockpit besitzen und somit ein vorzeitiges Handeln eigentlich nahezu unmöglich ist. Die meisten Instandsetzer würden jetzt hier die Kurbelwelle entsorgen und auch den Motorblock entsorgen, Neuteile besorgen oder Gebrauchteile auf irgendeinen
Gebrauchteilemarkt organisieren und den Motor wieder zusammenbauen. Das sind natürlich Kosten, die wollen wir euch ersparen, und bei unserer Motorüberholung ist auch immer erste Prämisse, den bestehenden Motor wirklich wieder neu aufzubauen. Und deswegen haben wir eine Möglichkeit gefunden, das werden wir in einem anderen Video erläutern, wie wir die Hauptlagergasse bearbeiten können und auch wie wir die Kurbelwelle härten und schleifen können, sodass wir mit dieser Kurbelwelle und diesem Block weiterarbeiten können, ohne in irgendeiner Form Nachteile zu erzielen. Ganz im Gegenteil, wir haben hier die originalen Motorkennbuchstaben im originalen Auto, das heißt null Wertverlust. Ursächlich für diesen Hauptlagerschaden ist auch hier die Ölpumpe des Mercedes 642 oder 272 oder auch die neueren Modelle haben dasselbe Problem. Die Ölpumpe liefert im Leerlauf einfach nur noch 0,5 bar. Der Fahrzeugbesitzer merkt es nicht, wie soll er auch ohne Öldruckkontrollleuchte, und die Lagerung nimmt hier massiven Schaden. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung, dass wir auch hier ein Ölpumpen-Update anbieten können, sodass ihr auch im Vorfeld gar nicht erst auf eine Motorüberholung zurückgreifen müsst, sondern vorsorgen könnt, indem ihr die Ölpumpe tauscht. Ein weiterer Motor, der von Hauptlagerproblemen behaftet ist, ist der N57 vom BMW. Das ist der breit verbaute 3 Liter Dieselmotor, der eigentlich in jedem modernen BMW Platz nimmt. Jetzt sagt ihr, die Motoren haben doch eigentlich eher Pleulagerschäden, wie kommt der jetzt auf Hauptlager? Ja, da schauen wir uns das Pleulager einfach mal an. Meistens ist es nämlich genau das dritte Pleulager, was Schaden nimmt. Warum nimmt es Lager Schaden? Weil es durch das Hauptlager, das mittlere Hauptlager, mit Öl versorgt wird und dieses Hauptlager beschädigt ist. Das heißt, die Späne aus dem Hauptlagerschaden treiben ins Pleulager und werden dann durch einen Pleulagerschaden hörbar und für den Fahrzeugbesitzer wahrnehmbar. Der eigentliche Grund des Schadens ist aber das Hauptlager. Denn wenn wir uns jetzt mal die Hauptlagergasse anschauen, bemerken wir, dass das mittlere Lager immer außerfluchtig zu den anderen Lagern sitzt. Ich demonstriere das jetzt hier mal gerade, indem ich das Haarlineal über die Hauptlagergasse lege und wir sehen, dass das mittlere Lager 2 bis 3 Zehntel abgesackt ist. Warum ist es abgesackt? Die Kurbelwelle ist gut und gerne 600 mm lang und fängt bei über 300 PS, was diese Diesel leisten müssen, ganz gerne an zu schwingen. Und diese Schwingungen sind natürlich im mittleren Bereich am stärksten. Und deswegen läuft das Lager hier aus, läuft die Lagergasse aus, und durch die außerfluchtige Stellung des mittleren Lagers entsteht ein erhöhter Abrieb, der danach zum Pleulagerschaden und zu einem Motorschaden führt. Die Bearbeitung dieses Motorblocks ist auch bei diesem Modell machbar. Das heißt, wir können sowohl den Motorblock retten als auch die Kurbelwelle. Das ganze Problem ist dadurch aber nicht behoben, denn das Problem liegt leider auch hier in der Ölpumpe. Auch dieser Motor läuft mit viel zu wenig Öldruck im Leerlauf und nimmt dadurch Schaden. Jede Überholung erhält bei uns auch für den N57 Motor eine Update-Ölpumpe, die im Leerlauf mindestens 1,2 bis 1,5 bar gewährleistet. So, jetzt haben wir euch mal die häufigsten Motorkiller für die Motoren der deutschen Automobilhersteller vorgestellt. Für die meisten davon gibt es eine Abhilfe in Form einer verbesserten Ölpumpe, die ihr bei uns kaufen könnt. Für die anderen Schäden können wir euch einfach nur mit auf den Weg geben. Macht regelmäßig einen Ölwechsel, denn das Öl zu lesen gibt euch die Möglichkeit, den Verschleiß des Motors vorauszusehen. Das heißt, wenn ihr schon ein bisschen Glitzerstaub irgendwie im Öl habt oder so, ruft uns an, schickt uns Fotos. Wir analysieren das Öl für euch und geben euch eine verlässliche Aussage dazu, ob der Motor in kürzester Zeit überholt werden muss oder vielleicht das Kind schon im Brunnen gefallen ist und hier ein Motorschaden vorliegt. Achtet darauf, immer vernünftiges Öl zu fahren, kippt da keine Plörre rein und gute Fahrt.